Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender mit dabei seid. Heute kommt Türchen Nummer 5 und hinter Nummer 5 versteckt sich ein ganz leckerer und einfacher Mohnstollen. Ja, los geht's. Für den Mohnstollen brauchen wir 100 Gramm weiche Butter, 110 Gramm Zucker, einen Teelöffel Stollengewürz, ein Ei, 150 Gramm Quark, 320 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver und ich habe jetzt für die Füllung 2 Päckchen fertigen Mohnback genommen. Ja, los geht's. Die Butter kommt in die Schüssel und da geben wir dann auch gleich den Zucker dazu und das wird verrührt. Wenn beides schön miteinander verbunden ist, kommt dann noch das Stollengewürz mit hinein und das Ei. Ja, und das verrühren wir jetzt miteinander. Dann gebe ich noch den Quark dazu. Da habe ich die Maschine ausgeschalten und es war einfach einfacher, den Quark da hinein zu tun. Und verrühre den Quark in meine Butterzucker-Eimasse. Und wenn das Ganze schön cremig ist, das sieht man hier richtig gut, also der ist wirklich richtig schön cremig geworden, kommt das Mehl mit dem Backpulver nach und nach dazu. Ja, aber bitte in die Schüssel rein und nicht daneben wie ich. Ja, das verkneten wir dann. Ja, schaut, das ist ein perfekter Teig ist das. Also ich war so begeistert davon. Den Teig knete ich jetzt nochmal mit den Händen durch und zwar einfach Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben und nochmal ordentlich durchkneten. Der Teig, der muss jetzt nicht kühlen, den können wir gleich weiterverarbeiten. Und zwar rolle ich den jetzt so groß aus, dass er in meine Stollenform passt. Also ich habe meinen Mohnstollen in einer Form gebacken. So, da habe ich abgemessen, es hat gepasst. Dann habe ich hier jetzt mein Mohnback. Ich habe jetzt hier fertiges genommen. Wer selber eins machen möchte, ich verlinke euch in der Infobox mein Rezept für ein selbstgemachtes Mohnback. Das kommt jetzt einfach da drauf und wird schön gleichmäßig verstrichen. Lasst am Rand jeweils immer 1 cm frei. Kleine Rezeptidee, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch noch Marzipan mit hineinarbeiten. Also einfach Marzipan mit in den Mond geben, kurz verrühren und dann mit einarbeiten. Ja, und dann wird er aufgerollt wie eine Schnecke. Wer jetzt den Stollen mit der Hand formen will, der muss links und rechts einrollen, also von beiden Seiten, so dass es dann ausschaut wie diese, kennt ihr diese Schweinsöhrchen aus Blätterteig und Nutella, so in etwa müsst ihr das machen. Ja, hier ist meine Backform, die habe ich eingesprüht mit Backtrennspray und da gebe ich jetzt meinen Teig hinein, drücke ihn ein bisschen glatt oder forme ihn in die Form hinein. Und dann darf er auch schon in den Ofen. Und zwar bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für gute 40 Minuten. Und wie ihr hier sehen könnt, ihr müsst ihn stürzen, also gestürzt auf dem Blech backen. Nach dem Backen kurz auskühlen lassen in der Form und dann ebenfalls stürzen. Und durch das Backtrennspray ging er eigentlich sehr, sehr locker raus. Hier ist er. Er ist zwar ein bisschen aufgerissen, aber ich finde das immer gar nicht so schlimm. Das gibt immer noch so, ich weiß nicht, ich mag das, wenn das nicht so eben ist. Ja, so sah er aus, also richtig lecker. Und wenn er dann komplett ausgekühlt ist, kommt da noch Puderzucker drüber. Einfach den kompletten Stollen damit einzuckern, pudern. Ja, das war jetzt das Rezept meines Mohnstollens. Den kann man wunderschön verpacken und dann auch verschenken. Er ist sehr lang haltbar und beim Stollen ist ja so, je länger er liegt, ist es so wie bei den Mürbteigblättchen, umso besser wird er. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.